Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal, in dem es heute mal wieder um Uhrenarmbänder gehen soll. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, eines von insgesamt 7 Uhrenarmbändern zu gewinnen. Das sind Kautschuk Rubberbänder. Ich zeige euch jetzt mal eins hier in Gelb. Genau. Ich hatte mir selber eins in Rot bestellt für meine neue Citizen ProMaster. Und das Band hat mir so gut gefallen, dass ich mir überlegt hatte, den Shop-Inhaber anzuschreiben, ob er mir die anderen Farben nicht auch für ein Video zur Verfügung stellen würde und ob ich diese dann nicht einfach auch direkt an meine Zuschauer verlosen kann. Und er war einverstanden, hat mir die Bänder zugeschickt und so habt ihr heute die Möglichkeit, eines dieser 7 Bänder zu gewinnen. Es gibt 6 davon in 20 mm in den Farben Gelb, Orange, Weiß, Blau, Rot und Schwarz. Die sind jeweils in 20 mm zu gewinnen, einmal. Und dann gibt es noch ein grünes Armband, das war nur noch in 22 mm erhältlich. Das könnt ihr dann auch gewinnen. Aber da muss euch dann klar sein, dass es 22 mm Anstoßbreite hat und dann dementsprechend nur auf Uhren mit 22 mm Bandanstoß passt. Genau, was müsst ihr tun, um teilzunehmen? Ihr müsst mir bei Instagram folgen, ihr müsst mir bei YouTube folgen, also den Kanal abonnieren und ihr müsst mir bei YouTube einen Kommentar unter dieses Video hier hinterlassen. Ihr könnt gerne kommentieren, welche Farbe ihr gewinnen möchtet. Wenn es passt, kann ich das vielleicht irgendwie berücksichtigen, aber seid mir nicht böse, wenn es nicht hinhaut. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele sagen, ich möchte gerne blau oder schwarz haben, weil das höchstwahrscheinlich die meistverkauften Farben sind. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Und ja, dann kann ich natürlich nicht das für jeden berücksichtigen, weil diese Farbe jeweils nur einmal verfügbar ist jetzt in diesem Gewinnspiel. Falls es irgendwie passt, versuche ich das ja, umzusetzen, aber seid mir nicht böse, wenn ihr dann nicht die Wunschfarbe gewinnt. Ja, genau. Erstmal vielen Dank auch an den Shop-Inhaber, dass er mir die Bänder zur Verfügung gestellt hat und dieses Gewinnspiel ermöglicht. Und wo ihr die Bänder bestellen könnt, schreibe ich auch nochmal in die Kommentare. Verlinkt den Shop, weil, wie gesagt, ich habe das Band jetzt seit knapp 2 Wochen und bin super zufrieden damit. Ich finde, dass das auch deutlich besser ist als das original mitgelieferte Citizen ProMaster Band. Wir schauen uns das Ganze jetzt gleich mal im Video genauer an und dann erfahrt ihr mehr über die Bänder. Alles klar, viel Spaß beim Video und viel Erfolg, wenn ihr mitmacht beim Gewinnspiel und wir sehen uns gleich. So, hi zum neuen Video nochmal. Und genau, heute soll es um Rubberbands gehen, beziehungsweise um Kautschukarmbänder. Und viele von euch werden es kennen, die eine Uhr an einem Rubberband tragen. Nach ein paar Jahren sieht das Ganze nicht mehr so aus wie am Anfang. Hier seht ihr zum Beispiel mein originales Citizen-Band aus der NY0040-17LE ist es, glaube ich, die Modellbezeichnung. Das ist die blaue ProMaster hier, die ich jetzt seit circa 5 Jahren habe und die meiste Zeit habe ich es an diesem blauen Kautschukband getragen, obwohl in letzter Zeit dann nicht mehr so viel, weil, wie ihr sehen könnt, ist der Aufschrift mit der Taucherskala nach der Zeit ganz schön abgewetzt und das Band beginnt auch mittlerweile spröde zu werden an der einen oder anderen Stelle. Sieht ganz schön abgewetzt aus. Man kann es noch tragen, aber wenn ihr jetzt mal ein neues Band dagegen haltet, dann seht ihr halt den Farbunterschied und ja, dass das hier einfach deutlich frischer und schöner aussieht und auch der Uhr dann nochmal ein ganz anderes Tragegefühl gibt. Und genau, ich habe dieses Band von dem lieben Steve bekommen. Der hat mir diese Bänder zugeschickt. Ich zeige sie gerade aktuell alle nochmal in die Kamera. Das sind die verschiedenen Farben, die erhältlich sind. Es gibt auch noch eine grüne Variante. Die habe ich aktuell an einer Casio Duro von einem Arbeitskollegen montiert, weil ich selber keine Uhr mit 22 mm Bandanstoß hatte. So sieht das grün aus. Finde ich auch sehr cool, muss ich sagen. Passt sehr gut an die Uhr und allgemein auch ein sehr schöner Grünton. Ich würde sagen, das ist so ein Moosgrün, irgendwas in der Art. Ich kenne mich jetzt auch nicht super gut aus. Aber ja, ein sehr sattes, schönes Grün. Und ich finde, das passt sehr gut zu dieser Uhr, aber auch vielen anderen Uhren. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Band einfach mal genauer an. Ich nehme jetzt mal dieses blaue exemplarisch und ähnlich wie bei der Citizen ProMaster beziehungsweise dem original mitgelieferten Band haben wir hier eine Tauchskala. Ich kann euch nach wie vor nicht genau erklären, wie das funktioniert. Jedenfalls haben professionelle Taucher hier die Möglichkeit,
abzulesen, wie lange sie unter Wasser sein müssen, beziehungsweise wann sie wieder auftauchen können. Das ist so eine Berechnungsskala. Ich persönlich tauche nicht, gehe auch selten schwimmen, aber ich finde, es sieht einfach cool aus an so einem Taucherband. Und wie bei der Citizen ProMaster, beziehungsweise nicht der Uhr, sondern dem Band, habt ihr hier auch diesen ND Limits Schriftzug. Der ist bei meinem Originalband schon ja, gar nicht mehr lesbar, wenn ihr das hier so vergleicht. Finde ich aber auch sehr cool und gibt der Uhr einfach auch nochmal einen sportlichen Charakter. Gerade zu einer Taucheruhr passt das optimal, finde ich. Und ja, hier können wir schon sehen, dass es die Uhr, wenn ich es mal so anlege, wieder in einem ganz anderen Glanz erscheinen lässt und ja, quasi wieder so einen Werkszustand zurückversetzt. Und wie ihr das Ganze montieren könnt, zeige ich euch jetzt auch einmal. Ihr braucht dafür die originalen Federstege oder andere Federstege in 20 mm, jetzt im Fall der ProMaster. Diese werden nicht mitgeliefert, das ist ganz wichtig zu wissen. Nicht, dass jeder denkt, die sind im Lieferumfang enthalten, aber für einen Preis von 15 € finde ich das auch wirklich vollkommen in Ordnung. Also das Band ist, um es nochmal ja, zu sagen, deutlich weicher und komfortabler als das originale Citizen-Band an der ProMaster. Und ja, der Tragekomfort ist dementsprechend auch deutlich höher. Ich kann jetzt natürlich nichts zur Langzeit, ja, kein Langzeit-Review geben. Das werde ich aber dann irgendwie spätestens in einem Jahr oder so machen, denke ich mal, wenn es passt. Aber ich habe es jetzt an der roten, beziehungsweise an der Citizen ProMaster mit dem Full Lume Dial, habe ich es jetzt circa 2 Wochen dran und ja, ich bin super zufrieden. Ich finde das Band mega klasse und gerade für den Preis von 15 € kann man wirklich überhaupt nicht meckern. Deswegen war ich ja so begeistert davon, dass ich den Inhaber des Shops angeschrieben hatte. Und genau, wenn es jetzt um das Anbringen des Bandes geht, dann müsst ihr den Federsteg einmal einstecken. Hier so. Ich hoffe, ich kann das jetzt vor der Kamera zeigen. Es ist nicht ganz so einfach, das vor der Kamera zu zeigen, weil die Teile sehr klein sind. Und diesen Federsteg, den führe ich jetzt in das erste Loch hier ein, so dass das ein bisschen fixiert ist. Habe ich denn jetzt auch hier die richtige Seite? Ja, ich glaube schon. So, wenn das an der einen Seite drin steckt, dann müsst ihr eigentlich nur noch mit dem Bandwerkzeug das Ganze eindrücken. Ja, ist es schon drin? Ja, hat einmal Klick gemacht, dann ist es auch schon fest. Also, es geht wirklich sehr fix. Okay, jetzt sehe ich, dass ich hier die falsche Seite montiert habe. Also die lange Seite gehört ja nach unten. Dafür, um das zu lösen, nehmt ihr einfach wieder so ein Bandanstoßwerkzeug und versucht hier die Kante. Ich muss mal kurz hinschauen. Ihr müsst halt an einem Ende diesen Federsteg treffen und ja, dann kommt das auch relativ einfach raus wieder. Ist ein bisschen Übungssache. Beim ersten Mal hat es ein bisschen länger gedauert bei mir auch. Also bei der ersten Uhr, bei der ich das gemacht habe. Aber wenn man das ein, zwei Mal gemacht hat, dann geht das wirklich auch fix. Und ja, braucht ihr eigentlich auch, wenn ihr es richtig macht, keine Angst haben, dass ihr die Uhr verkratzt oder so. Weil, ups, jetzt habe ich den, jetzt ist es noch nicht drin gewesen. Ist jetzt hier vor der Kamera ein bisschen fummelig, weil ich hier nicht so die optimale Position habe. Beziehungsweise die Kamera so ein bisschen im Weg ist, sonst geht es noch ein bisschen einfacher und schneller. Aber so, jetzt ist es drin. So seht ihr schon mal den oberen Teil. Und jetzt mache ich das Ganze nochmal unten. Wieder den Federsteg erstmal in die Öffnung einführen. Das ist auch alles sehr sauber gearbeitet. Die originalen Citizen Federstege passen da super rein. Und dann wieder an der ersten Öffnung fixieren, das Bandwerkzeug nehmen, am anderen Ende ja, festhaken und drücken. Und zack, ist das Band dann auch drin. Und ja, wenn ihr ein altes Armband hattet, was nicht mehr so schön aussieht, dann habt ihr innerhalb weniger Minuten so wieder ein ja, sattes, saftiges, blaues Rubberband, was ich finde, ja,
sehr, sehr, sehr cool aussieht. Ich halte es nochmal jetzt zum Vergleich das alte hin, damit ihr den Farbunterschied einfach auch nochmal sehen könnt. Und ja, ich denke, man sieht es auf den ersten Blick, dass das neue Armband deutlich frischer und ja, schöner einfach aussieht. Ich lege es auch noch mal kurz in den Arm, damit ihr es sehen könnt. Hier ist nochmal das Rote dazu im Vergleich an der neuen ProMaster, die ich mir zugelegt habe. Aber wenn ihr das jetzt hier mal seht, das Blaue, ja, passt super gut zur Uhr. Hat einen ja, etwas helleren Blauton als das originale Band, würde ich sagen. Aber ist auch deutlich komfortabler. Schmiegt sich wirklich super an. Und ja, hat eine ausreichende Länge. Das Unterteil ist bei der 20 mm Variante jetzt 14 cm lang. Also hier dieses Unterteil. Und das Oberteil 80 mm bzw. 8 cm. Und bei meinem 17 cm bzw. 16,5 cm, ich lege die Uhr gerade mal kurz an, Handgelenk, da sind dann auch wirklich, ist dann noch ganz viel Platz. Also ich muss sogar das vorletzte Band hier nehmen, wie ihr hier sehen könnt. Und da sind noch ganz viele Löcher frei für kräftigere Handgelenke als meins. Wenn ihr ein sehr schmales Handgelenk habt, vielleicht von ja, unter 16 cm oder so 15,5, dann ist das Band vielleicht sogar ein bisschen zu groß, würde ich fast sagen. Da müsst ihr mal ja, im Zweifel ausprobieren. Aber ich denke, die allermeisten Handgelenksumfänge werden hier keine Probleme haben. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal noch kurz die anderen Farbvarianten. Ich montiere es nicht jetzt nicht jedes Mal neu an, aber ich lege das Band dann jeweils einmal an. Dann könnt ihr auch einen super Eindruck bekommen. Jetzt haben wir hier einmal das Blaue gesehen. Und ja, jetzt mache ich es nochmal ab. Ja, es ist schon lose. Wie gesagt, vor der Kamera so ein bisschen tricky mit dem Werkzeug. So, jetzt ist es ab. Den Federsteg nehme ich schon mal wieder raus. Ich sehe halt nicht so genau, was ich mache. Ich muss es mal kurz hier ins Blickfeld holen. Ja. So, jetzt ist es ab. Und auch hier hole ich schon mal den Federsteg raus, damit ich ihn nicht verliere. Und jetzt sehen wir einmal die ProMaster. Ich lege das blaue Band schon mal wieder zusammen. Wie gesagt, das könnt ihr dann gewinnen. Ich werde es dann per Post in den Briefumschlag verschicken. Und als nächstes schauen wir uns mal die orange Version an, die ich auch sehr cool finde. Passt natürlich mega gut zum Sommer, die Farbe. Gerade wenn man wirklich irgendwie vorhat, damit tauchen zu gehen. Und oh, schaut euch das mal an. Also ich glaube, ich muss auch nochmal nachbestellen. Das Orange gefällt mir jetzt hier an der blauen auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja, tolle Farbe, auch sehr intensive Farbe. Sowieso bei allen der Bänder habe ich das Gefühl, dass die Farben wirklich sehr satt sind und sehr schön. Ja, ich halte es euch hier nochmal in die Kamera, das Orange. Sieht wirklich cool aus. Und wie gesagt, wir reden hier über ein Armband, was bei Amazon bzw. eBay, es gibt 2 Shops, bei denen ihr bestellen könnt, 15 € kostet aktuell, und da kann man wirklich überhaupt nicht meckern. Da habe ich schon andere Armbänder gesehen in einer höheren Preisklasse, die nicht so hochwertig sind, und ja, wirklich top. Also Orange gefällt mir auch sehr gut. Hatte ich vorher jetzt auch noch nicht so auf dem Zettel, die Farbe. Ich tue es auch gleich mal wieder zusammenstecken hier. Dann schauen wir uns als nächstes mal das Gelb an. Das ist schon sehr knallig und auffällig. Muss man natürlich wollen. So, jetzt ist es falsch rum wieder, sorry. Ist immer so ein bisschen tricky, sich das zu merken. Gelb ist natürlich auch sehr auffällig und sehr knallig. Auch natürlich ideal für den Sommer, wenn man da irgendwie in Urlaub fährt, ans Meer oder so und schwimmen gehen möchte.
Ja, super klasse Farbkombination, blau-gelb, sehr cool. Würde bestimmt auch an der gelben ProMaster super aussehen. Ich halte es jetzt mal so ein bisschen dran, damit ihr euch das mal vorstellen kann. Beziehungsweise ich mache mal das rote Band hier ab, damit ihr da auch einen Referenzwert habt. Dann kann ich das auch mal an beide Uhren halten, jeweils das Armband oder die Armbänder. Ja, ich muss es nochmal kurz hier abmontieren. Mein rotes Band. Ja, und ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert von den Bändern. Also ich hätte nicht gedacht, dass man in der Preisklasse sowas Gutes bekommt. Zur Langlebigkeit kann ich, wie gesagt, noch keine Aussagen machen. Das wäre jetzt unseriös, wenn ich sagen würde, die Bänder halten auch nach 3, 4 Jahren noch super, beziehungsweise sie sehen dann immer noch super aus. Erfahrungsgemäß muss man ein Uhrenarmband dann halt auch nach ein paar Jahren einfach mal wechseln. Aber so nach den ersten Wochen kann ich wirklich überhaupt nicht meckern und ja, also kann es wirklich nur empfehlen aktuell. So, jetzt halte ich es nochmal an die gelbe ProMaster. Das Band finde ich jetzt als Kombination auch sehr cool, muss ich sagen. Das sind sehr allgemein, also die Citizen NY0040 Modelle sind alle durch die Bank weg. Absolute Strap Queens in meinen Augen, habe ich ja schon öfter gesagt. Ich muss einmal kurz hier drüber wischen. Ganz viele Armbänder sehen an diesen Uhren super aus, beziehungsweise habt ihr ganz viele Kombinationsmöglichkeiten. Ich kann jetzt auch mal das rote Band an die blaue halten. Das ist jetzt das, was ich schon getragen habe. Sieht auch cool aus, geht auch. Also ich finde wirklich fast jede Farbe hier top. Also das Gelb ist natürlich jetzt was man vielleicht jetzt nicht im Büro oder so zu einem Sakko und einem Anzug anzieht. Aber wie gesagt, ne, zum Sport, am Strand, wirklich auch eine super, super schöne Farbe. Das Rote hatte ich euch schon gezeigt. Als nächstes schauen wir uns mal das Weiße an. Da muss ich sagen, Weiß wäre jetzt wahrscheinlich nicht so meine Lieblingsfarbe. Obwohl, schaut mal hier, an der Leuchtkeks-Variante ist das auch wirklich tragbar. Ist jetzt nicht mein Favorite Weiß, wäre mir wahrscheinlich ein Ticken zu auffällig, aber gibt bestimmt auch Fans, die das cool finden. An der blauen, finde ich, sieht es besser aus persönlich, aber ja, ist natürlich auch sehr, sehr sportlich und passt natürlich auch zu den Sommermonaten sehr gut, denke ich, die Farbe. Wäre jetzt aber aktuell nicht mein Favorit, sage ich ganz ehrlich. Trotzdem auch wie die anderen Bänder sehr hochwertig verarbeitet, die weiße Variante. Ich halte es auch nochmal in die Kamera. Die Dornschließe ist aus Edelstahl, ähnlich wie bei der ProMaster, so ein bisschen ja, satiniert nennt man das, glaube ich. Natürlich dann ohne das Citizen-Logo, aber macht auch einen sehr hochwertigen Eindruck im ersten Moment. Und ja, ich habe bisher nichts zu meckern daran, also lässt sich wunderbar einstellen bzw. anlegen, das Band mit der Dornschließe. Wirklich alles in Ordnung. Dann haben wir das schwarze Band, was so ein bisschen das Originale ersetzen kann. Da muss ich auch sagen, ups, sorry, jetzt habe ich ein bisschen gewackelt. Ich musste kurz das originale Band holen. Also das hier war das Citizen-Band, mit dem die Uhr ausgeliefert wurde, die grüne ProMaster. Ich nenne sie jetzt einfach mal grün. Und das hier ist das neue Band. Und auch da finde ich, also Citizen verzichtet seit neuestem hier auf diese Tauchskala auf den Bändern, was ich persönlich schade finde, weil ich es immer ein cooles Gimmick fand, was die Uhren nochmal ja, sportlicher wirken lässt. Und ja, auch hier muss ich sagen, also ich kann den Unterschied auf der Kamera nicht so richtig einfangen, höchstwahrscheinlich. Aber dieses Band hier ist deutlich weicher und flexibler, lässt sich viel einfacher biegen. Und ihr merkt das einfach auch, wenn ihr es tragt und auf der Haut. Und ja, die Citizen-Bänder sind deutlich härter einfach. Genau. Auch hier lege ich das nochmal an die schwarze, beziehungsweise an die Leuchtkeks-Variante an. Finde ich passt auch sehr cool. Schwarz ist natürlich für alle, die es dann ein bisschen schlichter mögen. Universell einsetzbar, passt wahrscheinlich auch, ups, hier falsch rum, von den Kombinationsmöglichkeiten zu den meisten Outfits.
schwarz und blau, schätze ich mal. Ja, ein schwarzes Armband, wie immer natürlich ein sehr klassischer Look. Gefällt mir persönlich auch sehr gut. Aber ich finde gerade bei den anderen Varianten natürlich auch die Farbenvielfalt auch sehr cool. Und für mich sind das auch einfach super Sommerarmbänder, wo man halt einfach mal fröhlich durchwechseln kann. Das wird bestimmt auch nicht das letzte sein, was ich mir dort bestelle, weil ich ja wirklich die Bänder nur empfehlen kann. Genau, dann haben wir noch ein grünes Band. Das kann ich euch allerdings nicht an den Citizen-Modellen zeigen, weil das grüne Band aktuell nur in 22 mm verfügbar war. Und da habe ich mir von meinem Arbeitskollegen nochmal eine Casio Duro ausgeliehen, beziehungsweise hatte er mir das freundlicherweise anmontiert, das Band. Und genau, passt auch super zur Uhr, finde ich. Genau wie die anderen Bänder. Auch eine super Qualität. Ihr könnt euch das mal angucken. Das ist auch wirklich ein dickes Material. Also ist nicht irgendwie dünn und labberig, sondern wirklich auch macht qualitativ einen Top-Eindruck. Und ja, also ich kann die Bänder nur weiterempfehlen. Ich kann es ja auch noch mal kurz anlegen hier. Mir persönlich gefällt der Look sehr, sehr gut. Auch dieses Grün. Ich glaube, ich brauche das auch ehrlich gesagt nochmal. Ich werde es, sobald es verfügbar sein wird, höchstwahrscheinlich auch nochmal bestellen, weil ich diesen moosgrünen Ton einfach sehr, sehr schön finde persönlich. Und ja, ich tue euch, beziehungsweise ich zeige euch alle Farbvarianten jetzt noch einmal in der Übersicht, damit ihr euch das Ganze nochmal besser anschauen könnt. Ja, okay, jetzt muss ich kurz gucken, dass alles auf der Kamera zu sehen ist. Sorry. Genau. Hier noch einmal die Duro. Ich schiebe es mal so ein bisschen hoch, damit ihr das auch sehen könnt. Und ja, zusammenfassend würde ich sagen, wirklich, wirklich tolle Bänder für einen Preis von aktuell 14,95 €, glaube ich, in der 20 mm Version. Könnt ihr da so gut wie nichts falsch machen. Es gibt die Bänder auch noch in 18, 22 und 24 mm. Also insgesamt 18 mm, 22 mm, 20, okay, sorry, ich bin ein bisschen durcheinander. 18 mm, 20 mm, 22 mm und 24 mm, so rum. Diese vier Stegbreiten bzw. Bandanstoßbreiten sind verfügbar. Und ja, müsst mal schauen, manchmal ist nicht jede Farbe erhältlich, weil die Bänder sehr beliebt sind. Wenn ihr euch die Amazon-Bewertungen durchlest, dann seht ihr, dass sie wirklich auch Top-Bewertungen haben, die Bänder. Und ja, vielen Dank nochmal an den Shop-Inhaber, dass er mir die Bänder zur Verfügung gestellt hat, beziehungsweise dass ihr die jetzt gewinnen könnt. Nochmal vielleicht zur Erklärung, falls ihr mitmachen möchtet beim Gewinnspiel, müsst ihr dem Instagram-Kanal folgen, dem YouTube-Kanal hier folgen und einen Kommentar hinterlassen unter dem YouTube-Video. Dann landet ihr im Lostopf. Ich werde nächste Woche dann auflösen, wer welches Band gewonnen hat. Wie gesagt, einen Farbwunsch könnt ihr gerne in den Kommentar mit reinschreiben. Vielleicht geht das ja irgendwie auf. Ich schätze mal, dass die meisten irgendwie ein schwarzes oder ein blaues Band favorisieren werden. Aber wenn ihr wirklich auch gesehen habt, wie die anderen dazu passen, ich lege die Uhren hier nochmal drauf, damit ihr so ein bisschen sehen könnt, wie das Ganze dann aussehen würde, kann ich euch die anderen Farben wirklich auch nur ans Herz legen, wenn ihr ein bisschen ja, Lust auf Farbe habt am Handgelenk, nicht am Arm oder doch auch am Arm, aber gerade jetzt für den Frühling und den Sommer, der jetzt hoffentlich bald kommt, einfach wirklich tolle Farben auch. Und es wird bestimmt nicht das letzte Band sein, was ich hier in dem Shop kaufe. Ich werde jetzt einfach auch mal Werbung einblenden, weil ich die Bänder ja kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen habe. Will da jetzt irgendwie kein rechtliches Risiko eingehen, aber sonst habe ich für das Video nichts bekommen. Also ich durfte sie euch jetzt kostenlos zeigen und an meine Follower verlosen. Das ist ja auch super und dafür danke ich dem Shop-Inhaber, wie gesagt, auch sehr. Aber sonst habe ich kein Geld oder sonst was dafür bekommen. Ne? Das ist mir wichtig auch zu erwähnen. Und ich hätte euch die Bänder jetzt auch nicht vorgestellt, wenn ich nicht auch wirklich begeistert davon gewesen wäre. Ich möchte auch nichts irgendwie promoten, wovon ich nicht selber überzeugt bin. Und ja, genau, so das als Abschlusserklärung nochmal. Ja, wenn euch die Bänder interessieren, dann schaut gerne in dem Shop vorbei.
Ich werde euch die Links zum eBay und Amazon Shop auch nochmal in die Kommentare tun, beziehungsweise dort findet ihr die Links dazu. Und ja, sonst hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und ja, freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet. Wie gesagt, das Gewinnspiel wird nächste Woche aufgelöst und dann werde ich die Armbänder wahrscheinlich den Montag darauf, also nicht nächstes Wochenende, sondern den kommenden Montag dann verschicken per Post. Ich weiß nicht genau, ich denke, werde ich nicht über ein Paket machen, sondern einfach per Briefumschlag. Muss ich nochmal schauen, muss ich mir nochmal schlau machen, wie es dann am besten geht. Und dann werden ja 7 Leute von euch sich hoffentlich über ein schönes neues Rubberband freuen. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.